Hi ihr Lieben, weil ich immer wieder einige Kommentare und Fragen dazu bekomme, wie denn eigentlich mein Setup aussieht und wie ich von der Gitarre ins Aufnahmeprogramm, also beziehungsweise die DAW, wenn euch das ein Begriff ist, Digital Audio Workstation, komme, dann, ja, dann bleibt dran, weil ich erzähle euch das heute. Und zwar habe ich 3 verschiedene Setups eigentlich. Einmal, wenn ich den FM3 benutze, das ist in 90% der Fälle, wenn ihr ein Video seht, gehe ich über den FM3. Das ist mein Floor Modeler, also meine Schaltzentrale für die Gitarre, wie so ein Kemper, Tone X, Helix, was auch immer, was ihr da kennt oder was ihr selber habt. Dann gibt es die Möglichkeit, dass ich über meinen Amp spiele und dann über eine Boxensimulation gehe. Das habe ich zum Beispiel beim Phaser-Video gemacht. Da habe ich gewechselt zwischen Amp-Sound und FM3-Sound. Und die dritte Möglichkeit, die sicherlich auch einige von euch nutzen, die jetzt nicht irgendwie einen Proberaum haben, wo sie laut den Amp aufdrehen und abnehmen können, ist dann Plugins zu nutzen. Und bei allem ist das Setup ein bisschen unterschiedlich und das zeige ich euch heute mal. Dabei viel Spaß. Jetzt geht's los. So, es geht mal los mit dem ersten Anwendungsfall. Und zwar ist das jetzt ein Floor Modeler. Hier ist der FM3 von Fractal Audio, den hört ihr eigentlich in allen Videos. Außer zum Beispiel beim Phaser-Video letztes Mal. Da ging es ja gerade darum, dass wir es mal im Modeler probieren und mal vor einem richtigen Amp. Da habe ich dann auch den Orange benutzt. Und wie ist das jetzt? Also, ich gehe aus der Gitarre raus, in den Eingang des Modelers. Und aus dem Modeler gehe ich dann mit einem XLR-Kabel in mein Interface. Und zwar, seht ihr hier, ein Steinberg UR22, das habe ich irgendwie vor 10 Jahren gekauft, tut seinen Zweck immer noch, hat 2 Kanäle, das hat mir auch immer gereicht, weil ich will ja kein komplett abgenommenes Drumset aufnehmen, also für Gitarre und was ich mit dem zweiten Eingang mache, zeige ich euch nachher noch, hat es absolut immer gereicht zum Recording. Also ich bin mit dem FM3 in Eingang 1. Und hier seht ihr jetzt, hier sind wir jetzt in Logic, wie gesagt, das ist mein Aufnahmeprogramm. Falls es jemand nicht kennt, das ist das, wenn Leute davon reden, eine DAW zu benutzen, also Digital Audio Workstation. Bei mir ist es Logic, das kann auch Pro Tools sein oder Cubase oder was auch immer. Auf jeden Fall hier seht ihr ja, das ist die Spur mit FM3. Und an der Stelle hier seht ihr Eingang 1. Da könnte ich jetzt auch andere Sachen auswählen. Ich bin aber in Eingang 1, weil wir haben ja gesehen, im Steinberg sind wir in Eingang 1. Das heißt, wenn ich jetzt die Gitarre anschlage, dann bekommen wir hier einen Ausschlag bei da, wo FM3 steht, weil wir sind in Eingang 1. Und das ist eigentlich schon das Setup, das ich mit dem FM3 habe. Man könnte jetzt tatsächlich auch über ein USB-Kabel gehen, aber dagegen habe ich mich entschieden, weil ich dann die Projekt-Framerate innerhalb von Logic umstellen müsste. Ich bin normalerweise immer auf 44,1 Hertz und der FM3 funktioniert aber intern auf 48 Hertz. Das ist jetzt nur ein Detail, aber das ist eben der Grund, warum ich möchte es halt nicht umstellen. Ich mache es immer auf 44,1 Hertz. Und wenn man wenn 2 verschiedene Framerates sozusagen hat, dann hat man eine unheimlich hohe Latenz. Das ist noch was man gar nicht haben will. Latenz. Was ist Latenz? Latenz ist, wenn ihr die Gitarre anschlagt und irgendwann später kommt erst euer Signal. Das ist dann, das wollt ihr nicht haben. Und deswegen kann man zum Beispiel hier oben in Logic gehen, Einstellungen, Audio, gibt es bei allen anderen DAWs sicherlich auch. Da seht ihr hier Steinberg, Eingang und Ausgang eingestellt. Und dann müsst ihr hier die Puffergröße einstellen. Und ich stelle die meistens so auf 128, das klingt noch ganz okay, zum Beispiel auf 1024. Da ist dann vielleicht die Qualität, die man hört, ein bisschen höher und die Auflösung ein bisschen höher, aber man hört dann eben eine hohe Latenz. Also ich mache das jetzt mal. Und dann hätte man 50 Millisekunden beziehungsweise 25,3 am Ausgang Latenz. Und das merkt man dann schon. Also ich glaube, bis 11 oder so kann es das menschliche Ohr nicht feststellen, dass dann Latenz ist, bis 11 Millisekunden. Alles drüber wird als
Verzögerung dargestellt bzw. empfunden. Also gehe ich wieder auf 128 Sample. Gleichzeitig, damit ich mich selber noch höre, beim Spielen sind hier dran Monitore angeschlossen. Und ja, nur dadurch höre ich mich dann zum Schluss. So, jetzt mal der zweite Anwendungsfall. Wenn ihr nämlich einen Amp aufnehmen wollt, oder wenn ich einen Amp aufnehmen will, meinen richtigen Amp, über einen Torpedo X, eine Boxensimulation. Da könnte jetzt natürlich auch eine echte Box dran stehen, aber wie gesagt, Nachbarn und so. Das heißt also, ich gehe aus meinem Boxenausgang raus. Dass eine Box angeschlossen ist, das ist unheimlich wichtig, weil ein Amp ohne angeschlossene Box über ein Boxenkabel, das ist ein Boxenkabel, kein Instrumentenkabel, auch ganz wichtig, da geht der Amp kaputt, wenn man das falsch macht. Und von hier aus gehe ich jetzt hier in den netterweise rot markierten Eingang fürs Boxenkabel beim Capture X. Und dann ist es eigentlich genau wie beim FM3 auch. Wir haben wieder unser XLR-Kabel. Ich zeige euch übrigens mal, so sieht die eine Seite vom XLR-Kabel aus. Ups, das steckt noch falsch, ne? Das ist der FM3. Wir brauchen das hier. Wir sind auch wieder in Eingang 1. Und wenn ich jetzt die Gitarre anschlage, dann seht ihr eben, dass der Ausschlag bei Amp kommt, statt bei FM3, ne? Und auch hier, Amp, die Spur, ist wieder in Eingang 1. Ich habe ja eben umgestöpselt. Gibt es ja noch einen dritten Anwendungsfall, und zwar, wenn ich das Ganze mit Plugin verwenden möchte. In dem Fall geht die Gitarre direkt in Eingang 2. Das ist Eingang 2. Übrigens ganz wichtig, beim Verwenden von Plugins, das war mal so ein riesen Internetding irgendwie, das Gain habe ich ganz runtergestellt, sonst ja, verfälscht das irgendwie den Sound der Plugins. Aber das ist auch so eine Wissenschaft für sich, wie man das Gain da genau einstellt. Da ist sich das Internet noch nicht ganz sicher. Ja. Auf jeden Fall haben wir ja gesehen, wir sind jetzt in Eingang 2. Und hier seht ihr, die Spur Plugin ist ausgewählt. Und wir sind tatsächlich in Eingang 2. Das kann man hier umstellen. So. Wir sind in Eingang 2. Hier habe ich das Plugin ausgewählt. Da könnte ich jetzt alle möglichen Sounds einstellen und so weiter. Und jetzt zeige ich euch. Und jetzt seht ihr, der Ausschlag kommt beim Plugin. Weil sich das jetzt wahrscheinlich für euch ein bisschen kompliziert und aufwendig anhört, möchte ich euch jetzt kurz noch zeigen, dass es wirklich eine Sache von Sekunden ist und das Umstecken echt nur wenige Handgriffe sind. Setup 1, wir haben den FM3. Setup 2, wir wollen den Amp hören. Dazu müssen wir nur ein anderes Kabel nehmen. Und hier müssen wir eben noch den anderen Eingang reinstecken. Das andere XLR-Kabel. Und schon haben wir den Amp. Und letzte Möglichkeit, das Kabel könnt ihr jetzt auch schon drin gesteckt haben. Wir müssen nochmal das Kabel umstecken hier. Das habe ich jetzt mal das grün markiert. Und wir sind beim Tone King. Ihr seht also, der Setup-Wechsel geht enorm schnell. Und wenn man dabei nicht noch eine Kamera in der Hand hat und dabei noch irgendwas erzählt, dann geht das Ganze noch mal schneller. Das war auch schon meine kleine Folge zum Setup. Wenn ihr sonst noch irgendwelche Nachfragen habt oder sowas oder euch noch irgendwas unklar ist, wenn ich vielleicht was vergessen habe, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Auf jeden Fall deckt das jetzt so die 3 Anwendungsbereiche ab, die ich habe. Und ja, jetzt kann ich euch das immer verlinken, wenn man einer fragt, wie denn mein Setup aussieht und wie ich das recorde, dann schaut euch dieses Video an. Viel Spaß beim Üben und Gitarre spielen allgemein.